Salve und willkommen zu meiner Roman Coin Show. In dieser Folge unserer Serie Cäsaren, die niemals als Kaiser in Rom regierten, geht es um Maximus, den Sohn des Soldatenkaisers Maximinus Thrax, der allerdings ziemlich in Vergessenheit geraten ist, obwohl sein Schicksal vom wunderschönen Frauenhelden hin zum erschlagenen, geschändeten Leichnam zwar von recht kurzer Dauer, dafür aber umso dramatischer war. Ich möchte heute die Originalmünzen, die ich zu unserer Geschichte mitgebracht habe, nur mit eingeblendetem Text beschreiben, um den Fluss unserer Erzählung nicht unnötig zu unterbrechen. Ihr findet also alle wichtigen Details zu den Münzen am Rand eingeblendet und am Ende des Videos gibt es wie immer das Neueste zu unserem Gewinnspiel. Um das recht kurze Leben des Maximus zu verstehen, müssen wir uns allerdings zuerst mit seinem Vater Maximinus Thrax und dessen radikaler Machtübernahme nach dem gewaltsamen Tod des Kaisers Severus Alexander beschäftigen. Die geschichtlichen Quellen sind hierbei allerdings zumindest zweideutig. Gesichert ist, dass der junge Kaiser Severus Alexander im März 235 nach Christi in einem Legionslager bei Mainz, Mogontiacum, von meuternden Soldaten ermordet wurde. Maximinus Thrax, ein aus Thrakien und recht einfachen Verhältnissen stammender Offizier, wurde unmittelbar danach von den Truppen zum Kaiser ausgerufen. Nun zu seiner Beteiligung an der Revolte existieren zwei Deutungen. Dazu müssen wir wissen, dass es für die Kaisergeschichten nach der Severischen Dynastie eigentlich nur noch zwei bekannte Geschichtswerke gibt, die uns über das Leben der Kaiser Roms berichten. Das sind die Historia Augusta, die ja bekanntlich eher wie die moderne Bildzeitung einzustufen ist und von vielen modernen Historikern recht kritisch betrachtet wird, und zum anderen die Aufzeichnungen des Herodian, die recht detaillierte Beschreibungen der römischen Kaiser beinhalten. In diesem Fall stammt die offiziellere Version von Herodian. Maximinus wird hier als Anführer der neuen Rekruten dargestellt. Er verlor die Geduld mit Alexanders zögerlicher Kriegsführung gegen die Germanen. Als die Soldaten meuterten, soll er sich zunächst geweigert haben, den Purpur anzunehmen, gab dann aber nach. Herodian deutete an, dass er die Meuterei nicht direkt initiierte, sie aber bewusst zugelassen und für seinen Aufstieg genutzt hat. Die wesentlich unzuverlässigere Historia Augusta macht da aber einen direkten Vorwurf und stellt Maximinus klar als treibende Kraft dar. Er habe die Truppen gezielt gegen Severus Alexander aufgehetzt und den Mord an seinem Wohltäter aktiv betrieben. Auch Maximinus' Sohn Maximus kommt in der Geschichtsschreibung nicht zu kurz. Und keine Sorge, wir widmen uns dem Frauenhelden und seinem luxuriösen Lebenswandel gleich in Kürze. In der modernen Forschung wird heute überwiegend angenommen, dass Maximinus Thrax die wachsende Unzufriedenheit der Truppen mit dem Muttersöhnchenregiment der Julia Mamaea neben Severus Alexander für seine eigenen Ambitionen instrumentalisierte. Ob er die Ermordung des Kaisers konkret befahl oder sie durch Hetze in Kauf nahm, ist nicht sicher zu klären. Letztlich war er aber der Hauptnutznießer und moralisch mitschuldig. Das Spannende ist, dass die Soldaten Maximinus Thrax im März 235 nicht nur zum Imperator, also obersten Feldherrn, ausriefen und wie üblich auf die Bestätigung des Senats in Rom warteten, sondern ihn auch gleich zum Augustus machten. Damit war bereits der erste Bruch zum Senat vollzogen und er wurde von einigen Mitgliedern zum Emporkömmling und Barbaren abgestuft. Allerdings lässt sein richtiger vollständiger Name Gaius Iulius Verus Maximinus Rückschlüsse zu, dass er zumindest von Geburt her ein echter Römer war. Wichtig zu wissen ist, dass der Beiname Thrax erst später von den Geschichtsschreibern hinzugefügt wurde und etwas umstritten ist, da diese annahmen, dass er aus Thrakien stammte, einer Provinz, die keinesfalls als barbarisch bezeichnet werden konnte. Trotzdem war seine recht grobschlächtige Gestalt und sein Soldatengehabe dem römischen Senat zuwider und seine militärischen Erfolge 235 und 236 nach Christi in Germanien brachten ihm zwar die Furcht des Senats, aber keinen Respekt ein. Auch besuchte Maximinus während seiner gesamten Amtszeit niemals Rom, was ihn in der Hauptstadt auch wegen seiner Finanz- und Steuerpolitik und den hohen Militärausgaben höchst unbeliebt machte. Im Gegensatz zu ihm war sein Sohn Maximus, der 236 nach Christi von Maximinus zum Caesar ernannt wurde,
von schöner Gestalt und gelehrtem Geist. Um die nicht vorhandene adelige Herkunft Maximinus Thrax zu verschleiern, wurde Maximus als gebildeter, kultivierter junger Prinz stilisiert. Das genaue Gegenbild zu seinem Vater, der als roher Krieger galt. Er erhielt eine exzellente Erziehung in Literatur und Rhetorik. Die antike Geschichtsschreibung bezeichnet ihn als einen der schönsten Männer seiner Zeit, dem die Frauen quasi zu Füßen lagen. Er zeigte sich in goldenen Gewändern, trank aus prunkvollen, edelsteinbesetzten Bechern und war ein Verführer erster Sahne. Nun, seine Aufgabe wäre es eigentlich gewesen, den Herrschaftsanspruch seiner Dynastie in Rom zu legitimieren. Aber da hat Maximinus Thrax die Rechnung ohne seinen Sohn gemacht, der sich dreist den Wünschen seines Vaters widersetzte und lieber seinen glamourösen Lifestyle fortsetzte. Allerdings musste man ihm zugute halten, dass er nicht, wie wir es von Caligula oder Nero wissen, sich die Dienste der Frauen wider Willen zu eigen machte. Vielmehr führte seine adonishafte Erscheinung zur freiwilligen Hingabe der römischen Weiblichkeit. Ein rührendes, wenn auch vielleicht erfundenes Detail überliefert ebenfalls die Historia Augusta. Maximus soll so schön gewesen sein, dass selbst die Kaiserin ihm bei einer Versammlung einen spontanen Kuss gab, ein Zeichen seiner Anziehungskraft und des Wohlwollens, das man ihm entgegenbrachte. Naja, so wiegte sich der junge Caesar, der 236 nach Christi von seinem Vater zum selbigen ernannt wurde, in zu großer Sicherheit, nichts ahnend, dass die Abwesenheit von Rom sein gesamtes Geschlecht auslöschen würde. Denn fern von der germanischen Front in der Provinz Afrika passierte das Unvorhersehbare. Nach einer dortigen Revolte des jungen Adels, der Großpächter, wurde der abgesandte Prokurator des Kaisers Maximinus getötet und der alte, etwa 80-jährige Prokonsul Gordianus I. und sein militärisch unerfahrener Sohn Gordianus II. Wurden zum Kaiser ausgerufen, was bemerkenswerterweise der Senat in Rom sofort bestätigte. Dies war der Beginn des sogenannten Sechskaiserjahrs im Jahr 238 nach Christi. Kaiser Maximinus und sein Sohn Maximus wurden vom Senat zu Staatsfeinden hostis erklärt, was für diese eine sofortige Kampfansage bedeutete. Allerdings wurden die beiden Gordiane nur 20 Tage nach der Ausrufung zu Gegenkaisern von dem Maximinus treu ergebenem Statthalter der Nachbarprovinz Numidien, Capellianus, vernichtend geschlagen. Aus Furcht vor Maximinus' Rache ernannte der Senat Pupienus und Balbinus zu neuen gleichberechtigten Kaisern, die sich diesem entgegenstellen sollten. Außerdem erzwang die Plebs, also das Volk von Rom, die Wahl Gordians III., eines Enkel Gordians I., zum Caesar. Man sagt Maximinus Thrax nach, dass er sich bei Erhalt dieser Nachricht cholerisch mit den Fäusten gegen seinen Kopf geschlagen habe und vollkommen außer sich herumbrüllte. Nun war es klar, er musste nach Rom marschieren und für Ordnung sorgen. Und auch für seinen Sohn Maximus gab es nun keine Ausrede mehr. Er musste seinen Vater mit den Legionen nach Italia begleiten. Die Furcht des Senats in Rom war groß und man machte sich bereits auf das Schlimmste gefasst. Während der Belagerung von Aquileia im April 238 nach Christi, so berichtet es die Historia Augusta, scheiterten Maximinus und sein Sohn Maximus an der hartnäckigen Verteidigung der Stadt und wurden von der eigenen Armee im Stich gelassen. In dieser aussichtslosen Lage wurden beide schließlich von den eigenen Soldaten der Legio II Batica getötet. Einige seiner Männer erfanden angeblich die Geschichte vom Eingreifen Apollos, weil sie sich schämten, als schwer bewaffnete Soldaten von den fast unbewaffneten Bürgern Aquileias geschlagen worden zu sein. Sein Sohn Maximus, der mit dem Rang eines Caesars für die Fortführung der Dynastie bestimmt war, wurde also zusammen mit ihm getötet. Die Historia Augusta betont sein junges Alter, er war etwa 18 bis 21 Jahre alt. Seine Ermordung erscheint als eine Art Kollateralschaden des Sturzes seines Vaters. Die Köpfe beider wurden abgetrennt und nach Rom gebracht. Also die Historia Augusta ist ja für ihre oft ausgeschmückten und nicht immer zuverlässigen Darstellungen bekannt. Diese Schilderung des Todes von Maximinus und seinem Sohn ist jedoch ein zentraler Bestandteil ihres Berichtes über das Ende dieser Herrschaft. Die Historia Augusta selbst erwähnt an einer Stelle, dass die enthaupteten Leichen in den Fluss geworfen wurden. Die zuverlässigeren und detaillierteren zeitgenössischen Berichte, wie der von Herodian, zeichnen jedoch ein noch grausameres Bild.
Da wurden die Leichen sofort noch im Heerlager öffentlich zur Schändung freigegeben. Die Soldaten traten auf sie ein und verstümmelten sie. Anschließend wurden die Leichname Hunden und Vögeln zum Fraß vorgeworfen. Das war im antiken Rom die schlimmste Strafe, die einem Menschen zuteil werden konnte. Die abgeschlagenen Häupter der beiden wurden auf Spieße gesteckt und von berittenen Boten nach Rom gebracht, um dort als Siegesbeweis präsentiert zu werden. Diese Behandlung sollte die Erinnerung an Maximinus und seinen Sohn vollständig auslöschen, denn sie wurden der Damnatio Memoriae preisgegeben. Dass die Leichen nicht bestattet wurden, war das endgültige grausame Urteil über einen Tyrannen. Und dass dieses Schicksal auch seinen Sohn Maximus mit gleicher Härte traf, würden wir heute als Sippenhaftung bezeichnen. Sein Ungehorsam dem Vater gegenüber, die Reise nach Rom nie anzutreten, um die Dynastie beim Senat zu legitimieren, hatte für beide grausame Folgen. Und so zählt auch Maximus zu den Cäsaren, welche niemals in Rom regierten. Habt ihr eine Münze von Maximus oder seinem Vater Maximinus? So lasst es mich wissen. Was denkt ihr, wäre Maximus für Rom ein bedeutender und gütiger Augustus geworden oder hätte er ähnlich wie Caligula, Nero oder Commodus eine Herrschaft des Schreckens, der Gewalt und des Wahnsinns errichtet? Schreibt mir jetzt einen Kommentar, denn eure Meinung ist mir wichtig. Das war sie nun, unsere 4. Folge der Serie Cäsaren, die nie als Kaiser in Rom regierten. Und zum Abschluss gibt's noch, wie versprochen, das Update zu unserem Gewinnspiel und eine Vorschau aufs nächste Video. Noch immer kein Gewinner dabei, der alle 3 Sesterze erraten hat, die ich in Paris gekauft habe. Natürlich schließe ich auch heute wieder eine Münze vom Gewinnspiel aus, um das Raten zu erleichtern, und zwar den Sesterz des Marc Aurel mit der RIC-Nummer 1003. Es verbleiben also noch 9 Sesterze im Spiel, von denen ihr 3 auswählen und in die Kommentare schreiben könnt. Eine Liste der verbleibenden Sesterze findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Videos, sowie die Teilnahmebedingungen und den Disclaimer zum Gewinnspiel. Nächste Woche gibt es eine Fortsetzung zu unserer Videoserie Fake Roman Coins mit Teil 5 und dem spannenden Titel Gefangen im Netz der Zweifel. Und ich kläre euch auf über einen Sesterz des Marc Aurel, den ich gekauft habe, der auf beiden Seiten sehr widersprüchliche und zeitlich nicht zusammenpassende Umschriften aufweist. Das wird sicher sehr spannend. Falls ihr das Video Numismatica Einkaufstour in Paris nochmal sehen wollt, klickt auf das rechte obere Feld im Abspann, und falls ihr mehr Videos zur Themenreihe Cäsaren, die nie als Kaiser in Rom regierten, sehen wollt, klickt auf das rechte untere Feld. Drückt den Abonnier-Button und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf das nächste Zusammentreffen auf diesem Kanal.